Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. In diesem Video möchte ich euch die neueste Figur aus der Masters of the Universe Revelation Reihe vorstellen, die ich bekommen habe, und zudem einen Blick auf den vierten und letzten Comic, Prequel-Comic zur Revelation-Serie werfen. Ja, erstmal hoffe ich natürlich, ihr seid alle gesund da draußen. Die Tage werden wieder früher dunkel, ja, es ist kalt, es ist nasskalt, ja, es ist Erkältungszeit, und von dem ganzen blöden Wort C wie Corona möchte ich gar nicht erst anfangen. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gesund und munter und freut euch, wie ich, auf den 23.11.2021, denn da werden die finalen 5 Folgen der ersten Staffel oder der Staffel der Masters of the Universe Revelation Serie auf Netflix rauskommen. Ich möchte anfangen in diesem Video jetzt mit der Figur, die ich bekommen habe. Ich war ja am Anfang von den Revelation-Figuren nicht so überzeugt und habe gesagt, ich mache Cherry-Picking. Das hat sich dann so ein bisschen umgeschlagen, nachdem ich die erste Figur hatte, die zweite Figur hatte. Und mir die Figuren jetzt doch gut gefallen. Die Figur, die ich jetzt kurz präsentieren möchte, war eine, wo ich am Anfang auch gesagt habe, die brauche ich nicht, die möchte ich nicht, die sieht komisch aus. Bin dann aber sehr froh, dass ich sie mir doch bestellt habe, wie die Bestellmöglichkeit bestanden hat. Ich habe sie jetzt bekommen und möchte euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar handelt es sich um den guten alten Faker. Was soll ich sagen? Ich war, wie gesagt, hin und her gerissen. Mir hat das Design nicht gefallen. Faker ist für mich, wieder auf die Vintage-Figur zurückzukommen, ja, oder auf die Vintage-Toyline zurückzukommen. Ich finde diese Figur richtig klasse. Es ist ein absoluter Favorite von mir, von der Farbgebung, ja, von dieser orangenen Rüstung mit dieser blauen Haut. Ich finde, das ist so ein Kontrast und das sieht so klasse aus. Ja, das gefällt mir richtig gut. Deswegen war ich ein bisschen am Anfang erschrocken, wie der Revelation Faker ja, announced wurde, die ersten Bilder rauskamen, wie er in den ersten 5 Folgen, beziehungsweise in der ersten Folge der Revelation-Serie auf Netflix halt rüberkam. Aber es macht natürlich mehr Sinn, dass der Faker halt nicht blau ist, so dass man halt sofort sieht, dass es nicht der richtige He-Man ist, sondern dass es halt wirklich ein Roboter ist. Und je mehr ich mir die Figur angucke, und ich habe mir auch die erste Folge der Revelation-Reihe nochmal öfters angeguckt, desto mehr Sinn macht es halt. Und ich finde diese Figur jetzt so richtig gelungen. Natürlich wieder, wenn man sich die Box anguckt, die Box ist dieselbe, die ich auch schon bei den anderen Figuren halt vorgestellt habe. Also wie gesagt, das Boxdesign ist ja immer gleich. Ja, ich habe hier unten Masters of the Universe mit dem roten Revelation-Schriftzug. Ich habe hier oben das Masterverse stehen. Da werden ja noch ganz viele Figuren in dieser Masterverse-Reihe mit unterschiedlichen Thematiken rauskommen, wie New Eternia, wie She-Ra etc. Ja, das ist jetzt die Figur zur Revelation-Reihe, und es ist wieder eine breitere Verpackung. Ja, die ist nicht ganz so doppelt so breit wie die normale Standardfigur, aber doch wieder breiter. Auch wieder ein anderes Design wie der Skele-God zum Beispiel. Ja, also da hat Mattel halt keine einheitliche Linie anscheinend, aber ich finde es richtig klasse. Die macht richtig was her. Ja, ich habe den Faker, wie er hier die Haut quasi vom Roboterleib runterhängt oder zerfetzt ist. Ja, ich habe Wechselkopf dabei. Ich habe halt den, welchen hat er genau, den halben Mensch, halb Roboter, also das halbe Gesicht ist noch da, den Kopf hat er aufsitzen. Es gibt einen reinen Faker-Kopf mit roten Augen, und ich habe natürlich, wenn halt alles verbrannt ist oder wenn halt der pure Roboter da ist, habe ich natürlich auch nur den reinen Roboterkopf hier. Ja, er hat, das finde ich schön, das hat er in der Serie nicht gehabt, ja, aber er hat hier die Vintage-Rüstung, das ist ja Skeletors Rüstung, hat er dabei. Das heißt, die kann ich ihm ansetzen. Ja, er hat das Schild von He-Man dabei und das Zauberschwert, aber auch in Gelb gehalten, hier unten im Griff. Das heißt, es setzt sich ein bisschen von dem Standard-Zauberschwert ab. Er hat 2 Wechselhände dabei. 2 Hände hat er angesteckt, das heißt, macht 4 Hände, um ihn halt mit ihm zu posen, um Fotos zu machen. Ihr wisst ja, mache ich nicht. Ich behalte in der Verpackung, aber der ihn auspackt, ja, hat damit Spaß, ihn in Posen zu stellen, ihn halt als He-Mans Doppelgänger wirklich halt irgendwo ja, zu positionieren und zu fotografieren. Die Box selbst, wie gesagt, ich habe es wie immer, ich habe hier neben auf der einen Seite habe ich den Schriftzug, den Namenszug der Figur, in dem Falle Faker. Und jetzt finde ich, das ist Boxdesign wieder, diese Artwork richtig klasse, mega gut.
Ja, ich habe hier die andere Seite. Ich habe hier den Faker in Kampfpose wieder, wie gesagt, ja, schon ein bisschen lediert, ein bisschen bearbeitet. Das heißt, die Haut hängt am Oberkörper, ist wieder kaum noch da. Ja, und oben drüber halt nochmal das Gesicht von dem, ja, He-Man-Faker. Also hier habe ich wie gesagt den reinen Roboter und oben drüber ist er nochmal im Großen mit den roten, blitzenden Augen. Ja, ich finde es richtig toll, ich finde es richtig klasse. Da haben sich die Mattel wieder richtig gute Artworks geleistet. Ja, auf der Rückseite ja, habe ich ihn auch nochmal in Kampfpose, auch wieder mit dem nicht mehr ähnlich sehenden He-Man-Kopf. Ja, wie er halt zum Kampf das Schwert hält und in die Richtung geht. Ich finde es richtig toll, ich finde es richtig klasse. Ja, eventuell eine Frage, die ihr beantworten könnt, weil ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Ja, ich habe ja auf der Rückseite der Revelation-Figuren immer hier unten die weiteren Figuren, die es gibt. Ja, und der Faker ist ja eigentlich eine Figur, würde ich sagen, ich persönlich, die zur Wave 2 gehört, weil das ist ja quasi so eine Sonderfigur und ich finde bei Wave 1 war irgendwie der Skele-God als Sonderfigur. Ja, aber hier unten seht ihr, ja, abgesehen von Battlecat und dem Skele-God, ja, die 4 Figuren aus der Wave 1. Also nicht die 4 Figuren aus der Wave 2, ja, sprich Beastman, Man-at-Arms und so weiter, sondern die 4 Figuren, die als erstes erschienen sind. Finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht wisst ihr, warum das so ist. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und was soll ich sagen? Ich bin richtig begeistert und ich bin richtig froh, dass ich mir diesen Faker doch geleistet habe. Ja, der kommt zu meiner Revelation-Sammlung, die wächst und gedeiht. Und langsam muss ich wirklich gucken, wie das mit dem Platz weitergeht. Wenn ihr Auspacker seid, ja, und die Verpackungen dann auch schön irgendwie so seitlich in die Regale stellt. Das macht natürlich Sinn, ja. Aber auch das nimmt natürlich Platz weg. Interessiert mich, wie ihr es macht, ja. Die Verpackungen, hebt ihr die auf, wenn ihr die Figuren auspackt oder auch wenn ihr die Figuren verpackt lasst? Ja, wie positioniert ihr die denn in euren Regalen? Ja, mit der Frontansicht, ja, dass man ihn genau sieht? Oder habt ihr die wirklich wie so ein Buch quasi nebeneinander stehen und habt ihr diese einzelnen klasse Artworks aufgereiht? Schreibt es mal in die Kommentare, interessiert mich. Und wenn ihr die Figur noch nicht habt, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck gewonnen. Also ich finde ihn richtig klasse und war garantiert kein Fehlkauf. Ich finde, das ist eine der besten Figuren, die bisher in der Revelation-Reihe rausgekommen sind. Ja, Leute, und der zweite Teil natürlich, wie versprochen, ist der Comic. Ja, es ist jetzt der 4. Teil. 4 von 4 Comics sind jetzt erschienen. Das heißt, die Vorgeschichte zur Revelation-Serie in Comicform ist somit abgeschlossen. Ich habe das Heft wieder bekommen, beziehungsweise beide Hefte, weil es gibt das Heft ja immer einmal mit einem Standardcover und dann nochmal mit einem Variantencover, was von einem anderen Zeichner ist oder anderen Zeichnern ist. Ja, und der Inhalt ist immer absolut identisch, aber allein wegen dem Cover und weil es halt preislich okay ist, finde ich. Ja, das Heft hat mich wieder Stück 3,90 € gekostet. Ja, habe ich mir das zugelegt und ich muss aber sagen, ich zeige euch jetzt einfach erstmal die Cover. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich. Ja, das eine habe ich hier noch eingepackt. Einmal, zweimal. Jetzt, wenn ich auf den ersten Blick deuten müsste und würde sagen, das Variant-Cover ist eigentlich ja immer ein, finde ich, ein ausgefallenes, ein besonderes Cover, dann würde ich sagen, Variant-Cover ist das hier. Und das Standard-Cover ist das hier. Aber nein, es ist genau andersrum. Das hier ist das Standard-Cover und ich finde es richtig klasse. Ich finde es richtig gut. Ja, und das Variant-Cover ist dieses gezeichnete hier. Ja. Für die Leute, die es interessiert, weil ich kann damit leider nichts anfangen. Das Standard-Cover hat gemacht Dave Wilkins, also dieses hier. Und das Variant-Cover ist Art Adams, haben wieder 2 Leute gemacht, also Art Adams und Rico Renzi. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne die nicht. Ich bin jetzt nicht so der Comic-Fan der Neuzeit, dass ich jetzt irgendwelche Zeichner halt kenne, die jetzt gerade unterwegs sind. Aber ich finde es okay. Hier sind alle Charaktere drauf. Ich finde die Teela vom Gesicht her nicht ganz so gelungen. Ja, ansonsten hat man versucht, hier auf das Cover möglichst viele Figuren drauf zu kriegen. Und es hat auch so ein bisschen, finde ich, so einen kleinen Vintage-Flair, so wie die Figuren angeordnet sind. Ist meine persönliche Meinung. Ja, wie gesagt, das ist das Variant-Cover und das Standard-Cover hier lässt schon wieder Vermutungen nahe. Natürlich habe ich das Heft gelesen. Ich werde aber wie immer keinen Spoiler geben. Ich werde nicht sagen, wie das Heft ausgeht, wie es endet oder was passiert. Möchte nur so viel sagen, dass ich
Ich habe die anderen Comics ja auch reviewed in meinen Videos. Ja, da schaut ihr gerne mal rein, dann seht ihr, was ich zu den anderen Comics sage. In Kurzform, Comic 1 war ich so ein bisschen, ja, zwiespältig und habe gesagt, ich warte mal ab, was Comic 2 und so weiter machen. Beim zweiten war ich so, boah, das ist richtig gut. Beim dritten, das gefällt mir richtig gut. Ja, und das vierte, ja, wie soll ich sagen, theoretisch braucht ihr Cover sage ich schon, Heft 2 und 3 gar nicht zu lesen für die Story. Ja, die Story, die in Heft 1 anfängt, geht in Heft 4, in diesem hier, weiter. Ja, Heft 2 und 3 sind losgelöst von der Story. Ganz minimal nehmen sie an der eigentlichen roten Fadengeschichte teil. Ganz minimal aber nur. Es sind Hintergrundgeschichten, es sind Origins-Geschichten. Ja, und Heft 4 beendet quasi Heft 1. Und das Ende finde ich sehr gelungen, hat mir richtig gefallen, hat mir richtig viel Spaß gemacht zu lesen. Ja, der eine oder andere sagt halt, er ist mit den Zeichnungen nicht zufrieden, der eine mit der Storyline nicht zufrieden. Wie gesagt, ich bin da gar nicht so wählerisch, was Comics angeht. Ich finde es klasse, dass es Comics gibt. Ja, und ich finde auch den Zeichenstil echt okay. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, aber ich finde es wirklich toll und ja, dem einen mag das vielleicht zu einfach sein oder was auch immer, aber ich finde sie gut. Ich finde sie wirklich gut. Und wie gesagt, das Comic ohne Spoiler endet halt mit einer Überraschung und macht, wie soll ich sagen, den Anfang, weil es steht hier, das sage ich euch auch gerade nochmal, macht den Anfang der Revelation Netflix-Serie. Man versteht ein bisschen mehr, wieso was gerade in der Revelation-Serie passiert, wie sie anfängt. Ja, und das Ende heißt hier, The Revelation continues in the Netflix Original Series Master of the Universe Revelation. Das ist das letzte Bild und der letzte Spruch in diesem Comic. Und dann kann man halt mit der Revelation-Reihe auf Netflix anfangen. Ich finde es gelungen. Hätte es die Vorgeschichte gebraucht in Comicform? Wahrscheinlich nicht. Ja, hätte man mehr rausholen können aus diesen 4 Comics? Wahrscheinlich ja. Ja, aber das ist immer so, ja, Kleinkrämerei. Ja, ich finde es toll, dass wir Comics geboten bekommen. Freut mich. Ich habe jetzt alle 4, beziehungsweise von den 1, 2, 3 gibt es natürlich auch Variantcover. Das heißt, es gibt nicht nur 4 Hefte, es gibt insgesamt 8 Hefte. Ja, ich habe sie alle in der Sammlung. Ich finde es toll, ich finde es klasse. Und wenn ihr das Heft noch nicht habt, es gibt oder wenn ihr die Hefte generell noch nicht habt, ich glaube ab Januar oder Februar gibt es einen Gesamtband, ja, wo alle Hefte vereint sind. Das heißt, wenn ihr die nicht einzeln kaufen wollt, ja, kann man darauf warten. Ansonsten, wie gesagt, so ein Heft kostet unter 4 Euro. Ich glaube, das ist für Comics, wenn ich mal so in einem Comicladen bin, was ich sehr selten bin, oder irgendeinem Zeitschriftenladen und so weiter, das ist mittlerweile ja ein Standardpreis, glaube ich. Ja. Also diese Comics, ein Mickey Maus Heftchen hat früher irgendwie bei mir 2,20 Mark gekostet. Das kostet jetzt auch, gibt es das überhaupt noch? Das letzte Mal, als ich es gesehen habe, hat es 4 Euro gekostet oder so in dem Schnitt. Ich denke, der Preis ist okay und für Masters of the Universe gebe ich das gerne aus. Hat mir gefallen. Und würde sagen, jetzt seid ihr dran natürlich wieder. Wenn ihr das Heft schon habt, schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das Heft? Wie findet ihr den Faker? Wie gesagt, lasst es mich wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich, ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Das gibt nochmal dem Kanal nochmal mehr Reichweite. Ja, das sieht YouTube, dass das Ganze angenommen wird und hilft mir auch zu wachsen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, freue ich mich natürlich auch über ein Abo von euch. Insofern euch dieses Video gefallen hat, schaut gerne in meine weiteren Videos rein. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit auch kein neues Video mehr von mir. Das soll es gewesen sein, Leute. Wie gesagt, bleibt gesund. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.